Lektion 1: Vorteile der Flughafenlounge. Hey Anna, ich war neugierig auf Flughafenlounges. Welche Annehmlichkeiten werden dort in der Regel angeboten? Hallo John. Flughafenlounges bieten normalerweise bequeme Sitzgelegenheiten und eine ruhige Atmosphäre. Das klingt nett. Ich könnte vor einem Flug wirklich einen ruhigen Ort gebrauchen. Genau. Sie haben auch oft kostenlose Snacks und Getränke. Kostenlose Snacks? Das ist ein großer Vorteil. Welche Art von Essen bieten Sie normalerweise an? Es ist unterschiedlich, aber Sie können oft leichte Mahlzeiten, Gebäck und frisches Obst finden. Lecker. Ich liebe es, vor dem Einsteigen etwas zu essen. Ich auch. Viele Lounges bieten auch kostenloses WLAN, was sehr praktisch ist. Das ist großartig, um die Arbeit zu erledigen oder im Internet zu surfen. Definitiv. Einige Lounges haben sogar Ladestationen für Geräte. Das ist super hilfreich. Ich hasse es, wenn der Akku meines Telefons auf Reisen fast leer ist. Und vergiss die Duschen nicht. Einige Lounges verfügen über Einrichtungen zum Erfrischen. Duschen? Das ist unglaublich. Es ist schön, sich vor einem langen Flug erfrischt zu fühlen. Ganz gewiss. Einige Lounges bieten auch Zeitungen und Zeitschriften zur Unterhaltung an. Klingt nach einer großartigen Möglichkeit, sich vor Reiseantritt zu entspannen. Gibt es noch andere Vorteile? Ja, einige Lounges bieten Zugang zu privaten Schlafbereichen oder Schlafräumen. Wow, das wäre perfekt für lange Zwischenstopps. Ich muss das nächste Mal eine Lounge ausprobieren. Unbedingt. Es macht das Reiseerlebnis so viel angenehmer. Ich freue mich darauf, auf meiner nächsten Reise die Vorteile von Flughafenlounges zu erkunden. Lektion 2: Hundedynamik. Hey Anna, mir ist aufgefallen, dass Luna gerne mit anderen Hunden spielt. Kommt Max gut mit ihnen zurecht? Hallo John, ja. Max liebt es, mit anderen Hunden Kontakte zu knüpfen. Er ist sehr freundlich. Das ist toll zu hören. Es macht immer Spaß, sie zusammen spielen zu sehen. Unbedingt. Es ist, als würde man sich eine kleine Hundeparty ansehen. Glaubst du, sie würden miteinander auskommen? Ich glaube schon. Luna ist verspielt und Max hat ein sanftes Wesen. Sie könnten beste Freunde werden. Ich würde gerne ein Playdate vereinbaren. Es würde Spaß machen, sie interagieren zu sehen. Das klingt perfekt. Wir könnten uns im Park treffen, wo sie viel Platz haben. Gute Idee. Es gibt dort auch einige Agility-Parcours, die Sie ausprobieren könnten. Agility-Kurse? Das klingt aufregend. Hast du Max schon einmal durch eine geführt? Ja, er liebt es. Es ist eine großartige Möglichkeit, ihn aktiv und engagiert zu halten. Ich sollte Luna dorthin bringen, um ihr zu helfen, etwas Energie zu verbrennen. Definitiv. Außerdem ist es eine unterhaltsame Art, sich mit ihnen zu verbinden. Welche anderen Aktivitäten machst du gerne mit Max? Wir machen oft lange Spaziergänge und erkunden neue Wege. Er liebt es herumzuschnüffeln. Das klingt wunderbar. Ich sollte auch anfangen, Luna auf mehr Abenteuer mitzunehmen.
Es ist eine großartige Möglichkeit für beide, gesund und glücklich zu bleiben. Lass uns das Playdate bald planen. Ich kann es kaum erwarten, sie in Aktion zu sehen. Lektion 3: Nervenkitzel beim Einkaufen. Hey Anna, ich habe gerade diese Geschenkkarte bekommen und freue mich so darauf, einkaufen zu gehen. Hallo John, das ist großartig. Kein Problem, wenn du Gesellschaft brauchst. Lass uns zusammen gehen. Viel Spaß beim Einkaufen klingt perfekt. Ich habe mir ein paar neue Schuhe angesehen. Gute Wahl. Schuhe können ein Outfit wirklich zum Strahlen bringen. Nach welchem Stil suchst du? Ich denke über ein paar sportliche Sneaker nach. Sie eignen sich hervorragend für ungezwungene Ausflüge. Gute Idee. Sneaker sind vielseitig. Hast du eine Lieblingsmarke? Normalerweise entscheide ich mich für Nike oder Adidas. Ihre Designs sind immer im Trend. Das sind beliebte Marken. Ich liebe es, wie bequem ihre Schuhe sind. Genau. Außerdem hat sich diese Geschenkkarte gelohnt. Ich kann endlich ein Paar bekommen, das mir wirklich gefällt. Das ist das beste Gefühl. Hast du vor, noch etwas zu essen, während wir dort sind? Vielleicht ein neuer Hoodie. Es wird kühler und ich brauche etwas Kuscheliges. Ein Hoodie klingt perfekt. Du wirst warm bleiben und gleichzeitig stilvoll aussehen wollen. Stimmt. Was ist mit dir? Suchst du nach etwas Besonderem? Ich würde gerne eine schöne Handtasche finden. Ich suche schon eine Weile nach einem. Das klingt aufregend. Es macht immer Spaß, das perfekte Accessoire zu finden. Unbedingt. Schauen wir uns ein paar Geschäfte an und schauen, was uns auffällt. Ja, ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche Schätze wir entdecken werden. Lektion 4: Reisegeschichten. Hey Anna, ich habe über meine letzte Reise nachgedacht. Möchtest du, dass ich meine Erfahrungen teile? Hallo John, das würde mir gefallen. Reisen bringt immer so interessante Geschichten mit sich. Das tut es wirklich. Ich war in Italien und das Essen war absolut fantastisch. Italien ist bekannt für seine Küche. Was war dein Lieblingsgericht? Ich kann mich nicht entscheiden. Die Pasta war frisch, aber das Eis war himmlisch. Gelato ist das Beste. Hast du irgendwelche einzigartigen Geschmacksrichtungen probiert? Ja, ich hatte Pistazien und Lavendel. Sie waren so erfrischend. Wow, die klingen köstlich. Ich habe nur die klassischen Geschmacksrichtungen probiert. Beim nächsten Mal solltest du auf jeden Fall experimentieren. Das ist alles Teil der Erfahrung. Ich stimme zu. Was hast du sonst noch in Italien gemacht? Ich habe historische Stätten wie das Kolosseum und den Vatikan besucht. Das klingt unglaublich. Die Architektur muss atemberaubend gewesen sein. War es? Ich habe es geliebt, etwas über die Geschichte hinter jedem Ort zu lernen. Das kann ich mir vorstellen. Ich hoffe, du kommst bald zu Besuch. Ich würde diese Seiten gerne selbst sehen. Das solltest du. Es gibt so viel zu entdecken und die Kultur ist lebendig. Ich werde es auf jeden Fall zu meiner Reisebucketliste hinzufügen.
Irgendwelche Reisetipps? Ja, lerne immer ein paar Sätze in der Landessprache. Es hilft sehr. Das ist ein toller Tipp. Ich fange jetzt an, einige italienische Redewendungen zu üben. Perfekt. Es wird Ihre Erfahrung noch angenehmer machen. Lektion 5. Pasta-Perfektion. Hey Anna, ich freue mich darauf, heute Abend Pasta zu machen. Lass uns eine Nudelform wählen, die wir für unser Gericht mögen. Hallo John, perfekt. Es gibt so viele Formen zur Auswahl. Was ist dein Favorit? Ich liebe Penne wirklich. Die Sauce gelangt in die Röhrchen und macht jeden Bissen schmackhaft. Penne ist eine gute Wahl. Ich mag Farfalle. Die Schmetterlingsform macht so viel Spaß. Farfalle ist süß. Es ist perfekt für ein leichtes, sommerliches Gericht. Welche Sauce magst du dazu? Normalerweise kombiniere ich es mit Pesto oder einer leichten Sahnesauce. Wie steht's mit dir? Ich bevorzuge Marinara mit Penne. Es ist klassisch und immer lecker. Mit Marinara kannst du nichts falsch machen. Fügen Sie Ihrer Pasta Gemüse hinzu? Ja, ich liebe es, Spinat und Kirschtomaten für etwas Frische hinzuzufügen. Tolle Idee. Ich füge gerne Zucchini und Paprika hinzu. Sie sorgen für einen schönen Crunch. Das klingt lecker. Wir sollten unsere Ideen kombinieren und ein einzigartiges Rezept kreieren. Ich liebe das. Eine Mischung aus Gemüse und Saucen würde es köstlich machen. Sollten wir auch etwas Protein hinzufügen? Hühnchen oder Garnelen wären toll. Unbedingt. Garnelen würden eine nette Note verleihen, besonders mit Knoblauch. Ja, Knoblauchgarnelen sind immer ein Hit. Stellen wir sicher, dass wir auch etwas Knoblauchbrot als Beilage haben. Definitiv. Es ist die perfekte Ergänzung zu jedem Nudelgericht. Ich kann es kaum erwarten, zusammen zu kochen. Ich auch nicht. Das wird ein köstliches Abendessen. Lektion 6. Erkunden auf 2 Rädern. Hey Anna, ich habe gerade herausgefunden, dass es in der Nähe des Eingangs einen Verleih gibt, der Fahrräder zum Mieten anbietet. Hallo John, das ist fantastisch. Radfahren ist eine großartige Möglichkeit, die Gegend zu erkunden. Unbedingt. Ich liebe das Gefühl des Windes beim Reiten. Hast du schon einmal ein Fahrrad gemietet? Ja, habe ich. Es hat so viel Spaß gemacht, am Strand entlang zu fahren. Was ist mit dir? Ich habe letzten Sommer einen in den Bergen gemietet. Die Aussicht war atemberaubend. Das klingt unglaublich. Hast du irgendwelche landschaftlich reizvollen Strecken genommen? Ja, es gab einen Weg, der an einem Fluss entlang führte, und der war wunderschön. Ich würde gerne an einem Fluss reiten. Wissen Sie, wie viel die Miete kostet? Ich glaube, es sind ungefähr $15 für einen ganzen Tag. Ein tolles Angebot für all den Spaß. Definitiv. Außerdem ist es eine gesunde Art, die Natur zu genießen. Genau. Sollen wir dieses Wochenende eine Radtour planen? Das fände ich toll. Wir könnten einige lokale Parks erkunden und vielleicht ein Picknick machen. Das ist eine tolle Idee.
Wir können ein paar Snacks einpacken, um sie während unserer Fahrt zu genießen. Ja, welche Snacks möchtest du mitbringen? Ich denke an Obst und Sandwiches. Perfekt. Ich hole ein paar Müsliriegel und Wasserflaschen. Es ist wichtig, hydratisiert zu bleiben. Unbedingt. Achten wir auch darauf, aus Sicherheitsgründen Helme zu tragen. Guter Punkt. Sicherheit geht immer vor. Ich kann unser Fahrradabenteuer kaum erwarten. Lektion 7. Reisetipps. Hallo Anna, ich bereite mich bald auf meine Reise vor. Ich kann es kaum erwarten. Hallo John, das ist aufregend. Wo gehst du hin? Ich gehe für eine Woche nach Spanien. Ich wollte es schon immer mal erkunden. Das klingt unglaublich. Spanien hat eine so lebendige Kultur und köstliches Essen. Ich weiß. Ich werde Tapas und Paella probieren. Warst du dort? Ja, ich war letztes Jahr in Barcelona. Die Architektur ist atemberaubend. Das habe ich gehört. Ich will die Sagrada Familia sehen. Bist du gegangen? Unbedingt. Es ist atemberaubend in Person. Du wirst es lieben. Ich kann es kaum erwarten. Hast du irgendwelche Tipps für meine Reise? Sicher. Stellen Sie sicher, dass Sie ein paar grundlegende spanische Sätze lernen. Es hilft sehr. Tolle Idee. Ich werde üben, Hallo und Danke zu sagen. Die sind perfekt. Versuchen Sie auch, sich unter die Einheimischen zu mischen. Das macht die Erfahrung reicher. Das ist ein gutes Argument. Was ist mit dem Transport? Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist eine großartige Möglichkeit, sich fortzubewegen. Die U-Bahn ist sehr effizient. Danke für den Tipp. Ich werde ihn auf jeden Fall nutzen. Irgendwelche Empfehlungen für Sehenswürdigkeiten? Verpassen Sie nicht den Park Güell. Er ist voller bunter Mosaiken und wunderschöner Aussichten. Klingt nach einem Muss. Das füge ich meiner Liste hinzu. Oh, und pass auf dich auf und hab eine tolle Reise. Sicher reisen und jeden Moment genießen. Danke, Anna. Ich bin mir sicher, dass es ein unvergessliches Abenteuer wird. Lektion 8. Tagesausflugsabenteuer. Hey Anna, ich dachte, wir sollten auch ein paar Tagesausflüge für unseren Urlaub planen. Hallo John, das klingt nach einer großartigen Idee. Was hattest du im Sinn? Wie wäre es mit einem Besuch des nahegelegenen Montserrat? Ich habe gehört, dass es wunderschön ist. Montserrat ist atemberaubend. Die Aussicht auf die Berge ist atemberaubend und dort gibt es ein berühmtes Kloster. Genau. Ich würde gerne wandern und mir die einzigartigen Felsformationen ansehen. Warst du schon dort? Ja, ich war letztes Jahr dort. Die Wanderung war herausfordernd, aber es hat sich für die Aussicht gelohnt. Das klingt aufregend. Wie komme ich am besten dorthin? Sie können einen Zug von der Stadt und dann eine Seilbahn nach oben nehmen. Es ist so malerisch. Eine Seilbahnfahrt klingt lustig. Wie lange dauert es, dorthin zu gelangen?
Es ist ungefähr 1 Stunde mit dem Zug plus eine kurze Fahrt mit der Seilbahn. Gar nicht zu lang. Perfekt. Wir könnten den ganzen Tag damit verbringen, zu erkunden und Fotos zu machen. Unbedingt. Vergiss nicht, ein Picknick einzupacken. Es gibt viele tolle Restaurants. Gute Idee. Ich bereite ein paar Sandwiches und Snacks für uns zu. Ich bringe ein paar Getränke und ein Dessert mit. Ein Picknick macht die Reise noch angenehmer. Ja, ich kann unser Abenteuer in Montserrat kaum erwarten. Es wird unglaublich. Lektion 9. Die Kunst des Scherzes. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, dass Witze eine unterhaltsame Art sein können, mit Menschen in Kontakt zu treten. Hallo John, absolut. Scherze sind gut, um das Eis zu brechen. Es hält die Stimmung auf. Richtig? Ein Witz zum richtigen Zeitpunkt kann jeden zum Lachen bringen. Hast du einen Lieblingswitz? Das tue ich. Warum hat die Vogelscheuche einen Preis gewonnen? Weil er auf seinem Gebiet herausragend war. Das ist ein Klassiker. Ich liebe Wortspiel, sie sind so clever. Aber manchmal können Witze schwierig sein. Stimmt. Witze können auch verletzend sein, wenn sie auf jemanden persönlich abzielen. Genau. Es ist wichtig, dein Publikum zu kennen. Was für eine Person lustig sein könnte, könnte eine andere beleidigen. Ja, deshalb bevorzuge ich unbeschwerte Witze, die jeder genießen kann. Gute Entscheidung. Warst du schon einmal wegen eines Witzes in einer peinlichen Situation? Einmal habe ich einen Witz über den Haarschnitt einer Freundin gemacht, und sie fanden ihn überhaupt nicht lustig. Oh nein, das muss unbequem gewesen sein. Ich hatte auch einige unangenehme Momente. Ich glaube, das ist alles Teil des Lernens. Jetzt bin ich vorsichtiger mit dem, was ich sage. Das Gleiche hier. Es ist besser, die Dinge positiv und inklusiv zu halten. Unbedingt. Lachen sollte Menschen zusammenbringen, nicht auseinanderdrängen. Gut gesagt. Lass uns weiterhin gute Witze teilen, die alle zum Lächeln bringen. Lektion 10. Die Entwicklung der Technologie. Hey Anna, weißt du noch, als niemand einen Computer besaß? Es scheint eine Ewigkeit her zu sein. Hallo John, das tut es wirklich. Die Technologie hat sich so schnell weiterentwickelt. Unbedingt. Es dauert nicht lange, bis sich die Dinge stark ändern. Schau dir Smartphones an. Richtig. Sie sind wie Minicomputer in unseren Taschen. Es ist unglaublich. Ich kann mir ein Leben ohne mein Handy jetzt nicht vorstellen. Was denkst du, ist die erstaunlichste technische Erfindung? Ich würde das Internet sagen. Es verbindet Menschen auf der ganzen Welt sofort. Gute Wahl. Wer weiß, welche tollen Dinge in Zukunft auf uns zukommen werden. Genau. Vielleicht werden wir Virtual Reality Erlebnisse haben, die sich völlig real anfühlen. Das wäre unglaublich. Stellen Sie sich vor, Sie reisen in verschiedene Länder, ohne Ihr Zuhause zu verlassen. Oder KI-Assistenten zu haben, die uns bei allem, was wir tun, helfen können. Ja, Sie könnten unsere Zeitpläne verwalten und sogar bei Kochrezepten helfen.
Die Möglichkeiten sind endlos. Es ist aufregend, darüber nachzudenken, was als nächstes kommt. Ganz gewiss. Aber ich hoffe, dass wir bei all dieser Technologie nicht den persönlichen Kontakt verlieren. Das ist ein gutes Argument. Es ist wichtig, Technologie mit realen Verbindungen in Einklang zu bringen. Unbedingt. Am Ende des Tages sind es die Menschen, die am wichtigsten sind. Lektion 11. Reisekomfort. Hey Anna, ich habe über unsere bevorstehende Reise nachgedacht. Es ist wichtig, Optionen zu haben, besonders auf langen Flügen. Hallo John, ich stimme voll und ganz zu. Die Wahl zu haben macht die Reise viel angenehmer. Genau. Was packst du normalerweise für lange Flüge ein, um es dir bequem zu machen? Ich bringe immer ein Nackenkissen und eine kuschelige Decke mit. Es hilft mir, mich zu entspannen und besser zu schlafen. Tolle Idee. Ich habe auch gerne Snacks zur Hand. Essen im Flugzeug kann überfallen oder verpasst werden. Ja, gesunde Snacks wie Nüsse und Trockenfrüchte sind perfekt für Energie. Bringst du auch eine Wasserflasche mit? Definitiv. Es ist wichtig, hydratisiert zu bleiben. Ich fülle es wieder auf, nachdem ich die Sicherheitskontrolle passiert habe. Kluger Schachzug. Ich lade auch Filme und Podcasts zur Unterhaltung herunter. Es lässt die Zeit wie im Fluge vergehen. Gut überlegt. Normalerweise bringe ich ein Buch oder meinen E-Reader mit. Welche Genres magst du? Ich liebe Thriller. Sie halten mich auf der Kante meines Sitzes. Wie steht's mit dir? Ich bevorzuge Fantasy. Es ist eine schöne Flucht vor der Realität, besonders in der Luft. Das klingt lustig. Ich sollte versuchen, während unserer Reise etwas Fantasy zu lesen. Du wirst es lieben. Außerdem ist es schön, während des Fluges Empfehlungen auszutauschen. Unbedingt. Wir können unseren eigenen kleinen Buchclub im Himmel haben. Perfekt. Mit guter Gesellschaft und großartigen Optionen können lange Flüge angenehm sein. Lektion 12. Geschichtsbegeisterte. Hey Anna, es macht mir wirklich Spaß, etwas über Geschichte zu lernen. Was ist mit dir? Hallo John, ich auch. Ich finde es faszinierend zu untersuchen, wie vergangene Ereignisse unsere Gegenwart prägen. Genau. Ich liebe es, über alte Zivilisationen zu lesen. Sie hatten so interessante Kulturen. Ich stimme zu. Die Ägypter und ihre Pyramiden sind unglaublich. Hast du sie studiert? Ja, ich habe viel über ihre Architektur und den Mumifizierungsprozess gelesen. Mumifizierung ist so faszinierend. Es zeigt, wie wichtig das Leben nach dem Tod für sie war. Richtig? Und die Hieroglyphen sind wie ein Rätsel, das darauf wartet, gelöst zu werden. Ich wollte schon immer lernen, sie zu lesen. Es würde sich anfühlen, als würde man einen Geheimcode entsperren. Das wäre unglaublich. Welche anderen historischen Themen magst du? Ich interessiere mich wirklich für die Weltkriege. Die Auswirkungen auf die Gesellschaft waren tiefgreifend. Das Gleiche hier. Die Geschichten über Tapferkeit und Opferbereitschaft sind wirklich inspirierend. Außerdem waren die technologischen Fortschritte in dieser Zeit erheblich. Unbedingt. Es ist faszinierend, wie Notinnovation vorantreibt. Ich denke,
Wir sollten zusammen ein Museum besuchen. Es würde Spaß machen, Ausstellungen zu erkunden. Tolle Idee. Wir können so viel lernen und unsere Gedanken zu dem, was wir sehen, teilen. Lektion 13. Filmmagie. Hey Anna, ich hatte Lust auf ein paar gute Filme. Ich mag selbst romantische Komödien. Hallo John, ich auch. Sie sind so lustig und unbeschwert. Irgendwelche Empfehlungen für mich? Unbedingt. Wen Harry met Sally ist ein Klassiker. Das Geplänkel zwischen den Charakteren ist urkomisch. Ich liebe den. Die Dialoge sind so witzig. Hast du Crazy, Stupid, Love gesehen? Ja, es ist fantastisch. Die Art und Weise, wie die Geschichten ineinander greifen, ist wirklich clever. Außerdem ist Ryan Goslings Charakter einfach so bezaubernd. Was ist mit Notting Hill? Eine weitere gute Wahl. Julia Roberts und Hugh Grant haben eine so gute Chemie. Genau. Ihre unangenehmen Momente sind so nachvollziehbar. Bevorzugen Sie neuere Rom-Coms oder Klassiker? Ich mag beide, aber die Klassiker haben etwas Besonderes an sich. Sie haben einen zeitlosen Charme. Ich stimme zu. Neuere Rom-Coms haben oft einen anderen Stil. Was ist dein Favorit aus letzter Zeit? Mir hat To All the Boys Ivy Lovett Before sehr gut gefallen. Es ist süß und lustig. Der ist bezaubernd. Die Charaktere fühlen sich so echt an. Mir hat auch Love, Simon gefallen. Ja, es ist von Herzen und befasst sich mit wichtigen Themen. Wir sollten einen Filmabend haben. Tolle Idee. Wir können uns zusammen unsere Lieblings-Romcoms ansehen. Ich kann es kaum erwarten. Es wird eine perfekte Möglichkeit sein, sich zu entspannen und ein paar Lacher zu genießen. Lektion 14. Wochenendpläne. Hey Anna, hast du irgendwelche aufregenden Pläne für das Wochenende? Hallo John, ich denke darüber nach, bei schönem Wetter wandern zu gehen. Wie steht's mit dir? Das klingt toll. Ich habe vor, eine lokale Kunstausstellung zu besuchen. Ich liebe es, neue Kunstwerke zu sehen. Kunstausstellungen sind so inspirierend. Welche Art von Kunst magst du am meisten? Ich mag zeitgenössische Kunst sehr. Sie hat oft einzigartige Perspektiven. Was ist mit dir? Ich bin ein Fan des Impressionismus. Die Farben und Pinselstriche sind so wunderschön. Der Impressionismus ist herrlich. Haben Sie irgendwelche berühmten Museen besucht? Ja, ich war im Louvre in Paris. Es war unglaublich, die Mona Lisa persönlich zu sehen. Wow, das ist unglaublich. Das würde ich gerne sehen. Gibt es noch andere Museen, die du empfiehlst? Das Van Gogh Museum in Amsterdam ist ein Muss für jeden, der seine Arbeit liebt. Toller Vorschlag. Das füge ich meiner Reiseliste hinzu. Gehst du normalerweise alleine oder mit Freunden wandern? Ich gehe lieber mit Freunden. Es macht mehr Spaß, das Erlebnis zu teilen und gemeinsam Fotos zu machen. Ich stimme zu. Außerdem ist es sicherer, in einer Gruppe zu wandern. Haben Sie ein Lieblingswandergebiet?
Ja, in der Nähe des Sees gibt es einen schönen Wanderweg. Die Aussicht ist atemberaubend. Das klingt perfekt. Vielleicht können wir irgendwann zusammen eine Wanderung planen. Lektion 15. Verkehrsetikette. Hey Anna, ich habe in letzter Zeit übers Autofahren nachgedacht. Es ist wichtig, dass die Fahrer auch anderen Fahrern erlauben, auf ihre Fahrspuren zu wechseln. Hallo John, absolut. Das Zusammenführen kann stressig sein, besonders während der Hauptverkehrszeit. Richtig? Es geht darum, auf der Straße höflich zu sein. Ein bisschen Freundlichkeit reicht weit. Genau. Wenn alle kooperieren, fließt der Verkehr viel besser. Hattest du jemals Schwierigkeiten beim Zusammenführen? Ja, einmal habe ich versucht, auf eine stark befahrene Autobahn zu fahren, und die Autos sind immer schneller geworden. Das ist frustrierend. Ich versuche lange im Voraus zu signalisieren, um andere über meine Absichten zu informieren. Gute Idee. Das Benutzen von Blinkern zeigt Respekt vor anderen Fahrern. Hast du noch weitere Tipps? Überprüfe immer deine toten Winkel, bevor du die Spur wechselst. Es ist sicherer für alle. Definitiv. Und die Einhaltung eines Sicherheitsabstands hilft auch, Unfälle zu vermeiden. Ja, Teilgating ist so gefährlich. Es ist besser, sich zurückzuhalten und geduldig zu sein. Ich stimme zu. Geduld ist der Schlüssel, besonders bei dichtem Verkehr. Fahren Sie gerne. Das tue ich. Ich finde es entspannend, besonders wenn ich Musik oder Podcasts hören kann. Das gleiche hier. Eine gute Playlist macht jede Fahrt angenehmer. Unbedingt. Vielleicht können wir irgendwann zusammen einen Roadtrip planen. Das klingt nach einem Knaller. Wir können neue Orte erkunden und unsere Fahretikette üben. Lektion 16. Kunstverständnis. Hey Anna, abgesehen von allem anderen übertrifft es mich, warum irgendjemand Bilder der Frührenaissance aus der Privatsammlung ausstellen möchte. Hallo John, das ist ein interessanter Punkt. Die Frührenaissance hat eine so reiche Geschichte. Was findest du daran verwirrend? Nun, ich finde es faszinierend, wie Künstler wie Botticelli und Da Vinci die Kunst verändert haben. Aber warum sollten sie ihre Werke verstecken? Ich verstehe. Es ist frustrierend, wenn schöne Kunst nicht für jeden zugänglich ist. Sie sollte geteilt werden. Genau. Kunst hat die Kraft zu inspirieren und zu erziehen. Museen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Das tun sie. Ich liebe es, Museen zu besuchen und mehr über die Geschichten hinter den Kunstwerken zu erfahren. Ich auch. Jedes Stück erzählt eine Geschichte, und es ist so beeindruckend, sie persönlich zu sehen. Haben Sie Gemälde der Frührenaissance in Museen gesehen? Ja, ich habe die Geburt der Venus in den Uffizien in Florenz gesehen. Es war atemberaubend. Das ist ein Meisterwerk. Die Farben und Details sind faszinierend. Hast du dich inspiriert gefühlt? Unbedingt. Dadurch wusste ich das Können und die Kreativität dieser Künstler noch mehr zu schätzen. Das Gleiche hier. Ich denke, Kunst ermöglicht es uns, uns auf einzigartige Weise mit der Geschichte zu verbinden. Bitte abonniere, like und teile unseren Kanal.
Deine Unterstützung hilft uns, noch mehr großartige Inhalte zu erstellen. Danke.